Hey, herzlich willkommen. Ihr habt in der Einleitungssequenz schon gesehen, ich habe den Whisky aus dem Fass geholt und werde ihn heute vergleichen mit dem Ursprungswhisky. Und ich kann euch schon jetzt sagen, und ich glaube, ihr habt es in dem Einleitungsvideo auch gesehen, dass da schon einiges passiert ist in den ersten 8 Tagen, denn der Whisky ist jetzt vorbelegten Fass seit 8 Tagen. Ja, wir haben hier den Whisky aus dem Fass und hier den Original-Whisky. Ich glaube, es ist fast ohne weißes Blatt sichtbar, dass sich farblich wahnsinnig viel getan hat in den ersten 8 Tagen. Der Whisky aus dem vorbelegten Madeira-Fass ist deutlich dunkler als der Ursprungswhisky. Also rein von den Farbnuancen her hat sich sehr, sehr viel getan. Die Frage ist, hat sich auch im Geschmack recht viel getan? Ich werde jetzt den Original Glengarry verkosten, dagegen dann den Glengarry mit Madeira Finish nach 8 Tagen verkosten und dann schauen wir mal, wie lange wir das Ganze treiben können, denn das scheint mir so zu sein, dass da einiges passiert ist. Das war ja auch so ein bisschen die Erwartung, dass das Finish jetzt sehr viel schneller vonstatten gehen wird als die Vorbelegung. Ja, fangen wir an, wie man das beim Whisky macht, mit dem Nosing. Gucken wir mal. Der Original Glengarry, ja, hat ja Bourbon Barrel natürlich sehr viele Vanillenoten, aber auch Holz, Einfluss, so ein Getreidetouch, malzig, wirkt sehr rund, sehr erwachsen. Ist ja auch 12 Jahre alt, merkt man sofort. Alkohol 56,1%, merkt man gar nicht. Eine schöne Nase, die jetzt, sage ich mal, was in Richtung Fruchtigkeit geht, hat man vielleicht so ein bisschen was von Zitrone. Gucken wir mal hier. Farbe haben wir schon verglichen, ist deutlich dunkler. Das geht jetzt schon sehr in die Bernsteinecke hier. Ja, tatsächlich. Ist ja immer schwierig. Ihr könnt natürlich nicht mitriechen. Das ist ein bisschen schade. Von der Nase ein sehr, sehr großer Unterschied. Deutlich fruchtiger. Ich würde schon sagen, dass man diesen Madeira-Touch drin hat. Da ist sicherlich auch das Vanillige noch da, aber das geht jetzt sehr viel mehr in so eine Orangennote, reife Orange. Malzigkeit hat auch deutlich abgenommen. Getreide, diesen Touch habe ich jetzt weniger, aber es ist deutlich in die Richtung, wie der Madeira war, der ja auch so ein bisschen saure Noten hat. Das mag dann diese Orange sein. Süßliche, vielleicht was wie Rohrzucker, aber wirklich jetzt nicht total dominant. Ja, aber jetzt kommt schon was Zuckriges. Rohrzucker, finde ich, ist keine schlechte Assoziation, die ich da habe. Das war das Nosing. Jetzt kommen wir mal zum geschmacklichen Teil. Ja, der ist würzig, der hat hinten raus sehr starke Getreidenoten. Der Alkohol spürbar, stört aber nicht. Hinten raus schön wärmend, ein bisschen pfeffrig. Schöner Whisky hatte ich ja auch schon besprochen. Das müssen wir jetzt nicht wahnsinnig übertreiben. Wunderbar, sehr schön. Ich würde mal einen Schluck Wasser nehmen, um ein bisschen zu neutralisieren. So kurz hintereinander ist nicht optimal, das ist schon klar. Sollte schon ein bisschen zuwarten, aber für die Dramaturgie des Videos ist das sicherlich nicht so falsch, das jetzt gleich anschließend zu machen. Ja, also ich finde,
den jetzt deutlich weniger alkohollastig. Das bedeutet nicht, dass der alkohollastig ist, aber man merkt hier den Alkohol stärker, als man ihn hier merkt. Wirkt für mich abgerundeter vom Alkohol her. Wir können gleich mit dem Refraktometer mal gucken, ob sich alkoholmäßig viel getan hat. Kann ich mir nach 8 Tagen jetzt nicht vorstellen, aber wir schauen mal gleich. Und er hat sehr viel mehr, also diese süßlichen Noten, was ich vorhin mit Rohrzucker hatte, die setzen sich auch im Mund fort. Er hat trotzdem noch den Vanille-Touch. Lasst mich noch mal. Ja, ja, ja. Und er hat hinten raus so ein bisschen diesen Holz-Madeira, diese Holz-Madeira-Mischung. Die kommt nicht im Mund. Im Mund ist süßlicher, es ist mehr zuckriger, sicherlich auch immer noch in die Vanille-Ecke weisend. Aber dann kommt so ein Holztouch, der aber so ein süßlicher Süßholz-Touch ist. Das ist, denke ich, durch das Fass dominiert. Da hat das Fass, das kleine Fass, wahnsinnig viel Einfluss auf den Whisky, der im Fass ist. Ist wirklich echt viel passiert. Wenn ich das jetzt hier so sehe nach 8 Tagen, denke ich spätestens am nächsten Wochenende, heute ist Montag, muss man noch mal proben und gucken, ob es dann noch passt. Vielleicht auch mal zwischendurch, vielleicht nicht gleich ein ganzes Video, dann mal gucken, was gibt's Neues. Nicht, dass man überfinisht und dann irgendwann die ganze Sache kippt. Aber so muss ich sagen, das Experiment läuft nicht schlecht. Ich würde jetzt gleich noch den Refraktometer mal anschmeißen und gucken, was der so sagt. Refraktometer, ja, zeigt Alkoholgehalt an von Getränken, die auf Wasserbasis sind, also Liköre oder ähnliches, wo Sachen beigemischt sind, funktionieren nicht. Wie funktioniert das Ding? Kann ich euch jetzt nicht genau erklären, wäre jetzt noch zu viel für das Video. Man nimmt hier ein bisschen was in eine Pipette, trägt das hier dünn auf den Bereich, klappt dann runter und guckt, dass ich das, was man da raufgepackt hat, war ein bisschen wenig, schön über die ganze Fläche verteilt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und dann, wenn das alles über der Fläche verteilt ist, dann kann man durchschauen. Dazu würde ich die Brille mal abnehmen. Das geht mit der Brille sehr viel besser. Dann erkennt man hier, zeigt so 54 an. Das ist tatsächlich ein bisschen weniger als der Ursprungswhisky, der 56,1 hat. Also hat sich auch hier ein bisschen was getan. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Also Alkoholgehalt hat leicht abgenommen, jetzt nicht gleich voll durchgeladen, aber so 2% weniger, wenn der Refraktometer, den ich vorher justiert habe, das macht man mit Wasser, geht dann auf 0%. Dann sieht man schon, dass sich auch da ein bisschen was tut. Ein bisschen was tut ist nicht die richtige Aussage, sondern es hat sich richtig viel getan in 8 Tagen. Wenn man vorher überlegt, wie lange der Madeira im Fass war und man da so immer dachte, Mensch, jetzt sind es 8 Wochen und eigentlich hat es noch nicht so durchschlagend was geändert am Madeira. Whisky ist eine andere Hausnummer, hatte ich erklärt. Höherer Alkoholgehalt, da ist viel mehr Interaktion mit dem Fass. Und ich würde jetzt trotzdem das Experiment noch etwas weitermachen. Vielleicht kriegen wir in den Whisky, durch das Finish noch ein bisschen mehr, sage ich mal, diese fruchtigen Noten rein oder diese süßlichen Noten. Wäre gut, aber wie gesagt, die Intervalle müssen jetzt recht kurz sein. Wir einfach aufpassen müssen, dass der Whisky nicht kippt. Ja, ich freue mich, dass ihr so lange zugesehen habt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ihr bleibt dran. Der nächste Teil, wer weiß, ist vielleicht schon dann so weit, dass wir dazu kommen, den Whisky aus dem Fass zu nehmen. Und dann haben wir die nächste Stufe im Fassprojekt 2026. Whisky raus. Der wird dann abgefüllt in Flaschen. Und
Der geht dann an ein paar Leute, die ich kenne, die Whisky ganz gern mögen. Das sind inzwischen auch recht viele, wo ich vielleicht nicht ganz unschuldig dran bin. Ja, das war's für heute. Sehr interessant. Habe ich nicht mitgerechnet, dass es so abgeht. Aber wir bleiben dran und ihr bleibt hoffentlich auch dran. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal.